herzlich willkommen. Mein Name ist Kati und du bist auf meinem Kanal Katis Diamond Story. Ja, ich freue mich, dass du da bist und mir ein wenig zuschaust. Ja, ich habe hier ein Kit liegen von Diamond Art Club, das ich bestellt hatte. Ihr seht es schon an der Farbe. Es ist ein quadratische Steinchen haben wir. Und zu dem Kit hatte ich noch 2 andere Sachen mitbestellt. Ich würde sagen, die schauen wir uns einfach mal kurz zuerst an. Und zwar einmal die Spitze, den Single Placer von Diamond Art Club. Da hatte ich ein bisschen Glück, dass die mir nicht aus dem Karton gefallen ist, weil diesmal hatte ich einen anderen Karton und nicht diesen typischen Diamond Art Club Karton. Warum auch immer. Vielleicht aus einem anderen Lager verschickt worden oder so, keine Ahnung. Denn die hat sozusagen an dem Paketband festgehalten. Ja. Ja, wie gesagt, den Einzelsetzer hatte ich bestellt. Ja, mal gucken, wie der so ist. Und zu diesem Einzelsetzer, wartet mal, ich hole mir gerade noch einen Stift. Dann könnte man den ja gleich mal drauf machen, wenn ich jetzt einen habe. Da ist zwar schon ein Einzelsetzer drauf, aber trotzdem, es soll ja auf jeden passen. Ne, also bei dem nicht. Mal gucken beim anderen. Ich kriege hier jetzt die Mine nicht raus. Mal schauen kurz bei einem anderen. Bei dem vielleicht. Geht das? Komisch. Vielleicht bin ich auch zu zaghaft, denn ich merke, dass da ein kleiner Widerstand ist. Und ja, vielleicht, wer weiß, Vorführeffekte. Den muss man garantiert so ein bisschen kräftiger reinstuppen. Oder, das könnten wir auch mal ausprobieren, mit dem Washi-Tape fixieren. Bin ich gerade am Überlegen. Na, dass ich mein Washi-Tape da rauskriege. Ja, ich glaube mit Washi-Tape. Denn ich hatte ja schon den Vierersetzer von Diamond Art Club und der funktioniert einwandfrei. Aber da habe ich vorne so eine Dichtung. Weiß nicht, ob das sieht, so eine Dichtung mit drauf. Und die ist hier aber nicht dabei. Und deswegen dachte ich, könnte das sein. Oder wir machen mal kurz die Dichtung darunter, ob es dann geht. So. Nee. Okay. Nee. Dann probieren wir mal das Washi-Tape aus. Ich mache gerade noch mal die Dichtung auf den anderen drauf, dass der hält. Oh mein. Jetzt habe ich es eben so schön drauf gekriegt auf den anderen. Jetzt. Also wie gesagt, die funktionieren einwandfrei. Mit dem bin ich auch ganz zufrieden. Wobei ich sagen muss, ich nehme trotzdem gerne noch die anderen Aufsätze. So, mal gucken, ob das jetzt mit dem Washi-Tape so funktioniert.
wie man sagt. Also das habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Nur das hatte ich auch mal gelesen und gehört, dass man Washi-Tape nehmen kann, wenn das alles ein bisschen zu schwammig im Stift sitzt. Jo. Seht ihr? Passt. Einmal hier. Ups. Dann gucken wir gerade mal noch hier. Und auch da passt es. Okay. Also in den würde ich es aber jetzt nicht reinmachen, sondern schon eher in den bisschen größeren. Den. Das gefällt mir besser. Ja. Funktioniert. Also, den haben wir dann auch mal. Kommt das mal rüber. Und die Stifte lege ich auch kurz mal weg. Obwohl, die mache ich besser. So, sonst klappern die ganze Zeit. Und dann hatte ich noch geholt, um das mal zu testen, diesen Sparkly Sticky. Das hatte Diamond Art Club jetzt relativ neu. Aber ob das was ist, keine Ahnung. Ich dachte, das kann man ja mal austesten. Jetzt kriege ich das nicht so auf. So. Ja. Ich denke mal, das ist wie dieses ja, dieser, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich will sagen, ja. Mal gucken. Da. Ups. Drin. Müsste man mal testen, aber ist ganz schön viel. Ja, muss man mal testen, weiß ich nicht. Das ist ähnlich wie das Tappi von der lieben Heidi. Aber wie gesagt, ähnlich. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. Das Tappi mag ich ja sehr, sehr gerne. Aber das hier ist einfach weiß, ohne Duft, ohne alles. Sparkle. Warum steht da Sparkle drauf? Ich dachte, Sparkle heißt glänzend, aber gut. Ja. Wachspuddy. Paddy. Ja, wie gesagt, muss man mal testen. Ich weiß es noch nicht. Aber das hatte ich jetzt auch mal mitbestellt, um es einfach mal auszuprobieren. Mal gucken, wie es ist. Das kann man ja dann zusammen mit der Spitze machen. Irgendwie traue ich dem Braten nicht. Mal abwarten. Ja, auf jeden Fall kam das mit einem Bild zusammen. Ja, im Diamond Art Club Look sozusagen. Ihr habt hier extra noch mal eine Folie drumherum. Hier ist alles noch mal erklärt, also der normale Karton von Diamond Art Club. Machen wir mal die Folie auf.
Und dann schauen wir mal rein in auf unsere Leinwand, was da Schönes ist. Na? Ich mache das immer so auf, weil ich immer gerne die Folie auch um den Karton lasse. Warum auch immer. Ich weiß es nicht, aber sie bleibt um den Karton bei mir. So. Dann holen wir das gute Stück mal raus. So, Karton ist einmal leer. Wir haben einmal ein Toolkit. Wir haben einmal den Sticker von der kleinen Leinwand mit Vorschaubild. Wenn ich es jetzt umdrehe, dann seht ihr es. Ich lasse euch noch ein bisschen zappeln. Nein, Quatsch. Ich habe mir den Otter Spirit bestellt gehabt. Hier auf dem kleinen Sticker seht ihr einmal den Namen des Bildes, den Künstler, Künstlerin, Murphy, Jamaica, Murphy. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Einmal die sozusagen Diamantenform, quadratisch. Und einmal die Größe in Zoll und umgerechnet in Zentimeter. Ja. 78,7 cm mal 55,8. Ja. Ich nutze den Sticker immer und klebe ihn in mein Logbuch ein oder in mein Journal, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Andere kleben sich das auf den Karton. Ihr habt ja gesehen, auf meine Kartons schreibe ich mir dann immer einen kleinen Zettel drauf, weil ich auch immer wissen will, wie viele Farben hat das Bild, hat das Sondersteinchen, also AB oder nicht, oder Fairy Dust oder nicht. Und deswegen schreibe ich mir da immer so einen kleinen Zettel. Das habt ihr aber vielleicht schon gesehen, denn in meinen Kidding Ups habe ich euch schon so ein Zettelchen immer gezeigt. Und ja, so bewahre ich dann die Sachen immer auf. Ja, die Leinwand ist noch einmal gut geschützt in einen kleinen Beutel. Die holen wir uns jetzt raus, bevor wir uns das Toolkit anschauen, damit die sich einfach ein bisschen auslegen kann. Hier steht auch nochmal Diamond Art Club drauf mit ihrem Slogan Do what makes you sparkle. Also tu, was dich zum Leuchten bringt oder zum Glitzern bringt, je nachdem. Finde ich auch immer sehr schön, den Spruch. Und dann habt ihr hier einmal die Leinwand. Das Eingedrückte hier habt ihr ja gesehen, das ist von dem Toolkit. Und ja, das gibt sich aber wieder. Jetzt bin ich gerade am gucken, warum wir ausrollen. Wir haben 62 Farben. Oh, ich fand das Mädchen so süß. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil da hinten, also hier oben, hier links, da ist meine Blume. Und da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich die nicht zuwerfe. Anscheinend ist das hier, ja, das ist anscheinend die neue Folie, obwohl das Kit schon ein bisschen älter ist. Also so, die Folie hatte ich jetzt noch nicht, weil die ist so vorgestanzt in Kästchen. Und wenn ihr drüber geht, fühlt ihr das. Da merkt ihr die Perforierung, wo die Folie die Stanzung hat. Das habt ihr aber selber vielleicht schon mal gesehen. Also hier zum Beispiel, ich weiß gar nicht, sieht man das? Hier, da ist so ein kleiner Teil. Und das ist so vorgestanzt, dann könnt ihr das einfach so abziehen. An der perforierten Stelle. Natürlich würde es jetzt besser gehen, wenn das Ganze am Kleber, also auf der Leinwand, befestigt ist mit dem Kleber. Wenn man da einen Gegenzug hat einfach. Ja. Aber funktioniert auch so, seht ihr? Und dann habt ihr da die Folie. Und hier und da
war die so vor perforiert zum Abziehen. Wie gesagt, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Und da hätte ich jetzt hier bei dem Kit eigentlich auch nicht damit gerechnet. Ja, was ist noch enthalten? Die Folie mache ich mal rüber. Ihr habt noch hier ein kleines Thank You mit allem, was dazugehört. Facebook Step by Step. Was in dem Kit enthalten ist. Tipps und Tricks, 10%. Und einmal die Apps für die Handys oder Tablets oder wie auch immer. Dann haben wir hier unsere Steinchen. Da steht einmal drauf die Nummer des Bildes und der Name des Bildes, Otter Spirit. Das S steht für Square. Die schauen wir uns gleich mal an. Schauen wir mal kurz. Hier ist diese Sticker-Legende mit dabei. Einmal mit dem Künstlerbild. Nochmal alle Daten dabei. Und hier ist einmal diese Colorliste. Einmal mit der laufenden Nummer, das Painting-Symbol und dem DMC. Bei Diamond Art Club ist die Besonderheit, alles unter 150 ist bei ihnen AB. Und deswegen stehen die bei denen vorne. Und hier haben wir auch noch 1, 2, 3, dreimal Z. Ich glaube, müssen wir mal gleich gucken, was das ist. Also insgesamt haben wir 6 Sondersteinchen bei 62 Farben. Wir haben auch wieder Zahlen, Buchstaben und Symbole und auch wieder hell und dunkel. Und das ist auch auf der Leinwand so umgesetzt. Das zeige ich euch aber gleich. So, wir haben Unmengen Schwarz, also die 310. Bei Diamond Art Club habt ihr immer diese Sodi-Tütchen, die könnt ihr ja aufschneiden und umfüllen, wenn ihr möchtet. Und es ist hier nicht nach dem C abgefüllt, sondern nach dem Gewicht. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volle Päckchen mit der 310. Ich meine, ja, die ist halt im Hintergrund. Es ist halt sehr schwarzlastig von hinten gesehen. Wenn ihr euch das Bild anschaut, also hier das hinten, ist sehr schwarzlastig. Aber ich finde das total goldig, dass der Otter hier ist und sie dann auch nochmal. Und sie, ja, ist ja der Otter, so nach dem Motto. Und sehr süß, auch von den Händen her, dass die noch dem Otter so ähnlich sehen. Auch die Ohren sind noch vom Otter da. Also ganz goldig. Auch hier die kleinen süßen Härchen, die Barthärchen, Schnurrbart, Haare und von den Augenbrauen die Haare sind da noch mit dabei. Also total, ja, goldig finde ich. Also ich mag das Bild ganz gerne. Auch hier mit dem Seetang noch in den Haaren. Sehr, sehr süß. Und beide halten ja die Muschel fest. Nur hier der Unterschied bei der Muschel ist, einmal hier haben wir 2 Perlen und hier ist nur eine Perle. Aber auch die Gesichtsbemalung ist wie beim Otter, also total goldig, finde ich jetzt. Ja. So, machen wir mal kurz weiter. Also wie gesagt, 8 Päckchen, die 310. Und dann haben wir die 939. Haben wir auch ein paar Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Die 311 dreimal. Die 400. Und die 934. Das ist schon eine ganz schöne Schlange da drauf.
Seht ihr mal. So, mal gucken, wo es hier weitergeht. Dann machen wir da weiter. Die 453. Dann haben wir hier den AB, den ersten, also Aurora Borealis Beschichtung in der 136. Die 3776. Die 646. Die 3861. Entschuldigung, ich muss gucken, dass das nicht so spiegelt. Aber ich muss Licht anhaben, sonst sieht man hier bei mir gar nichts, leider. Die 452, die 3829, die 919, die 402, die 829, die 645, das ist ja ein toller Blauton, die 995. Hier ist der erste Z-Stein, ihr seht es, es ist ein Fairy Dust Stein. Die 976. Dann haben wir die 3856. Hier hat sich einer von der 927 verirrt. Dann haben wir die 830, die 550, die 844, die 831 und die 728. Also ich finde so die Qualität der Steinchen, das sieht schon gut aus. So müssen wir uns merken, hier sind schon 2 Sondersteinchen drin. Machen wir mit der hier weiter. Hier haben wir einmal die 500, die 3847, die 407, die 498, die 3064, der nächste Aurora Borealis Stein, also der nächste AB, die 107, die 964, die 895, hier ist noch ein Fairy Dust, die 959, schönes Grün, so schön, ich weiß gar nicht, ob ihr das so schön seht, die 355, die 356, die 720, die 817, die 3022, die 920, die 3778, hier ist noch ein Fairy Dust, die 3346, auch so ein tolles Grün, wow. Und die 3345, sehr, sehr schön. Also hier auch Fairy Dust und AB. Und dann müssen wir ja noch 2 haben, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. So, die 301, die 3857, die 3371, die 823, 2 Tütchen voll, die 3842, die 300, der nächste AB-Stein, die 141, die 3849, die 754, die 803, die 3721, die 3848, die 3774, die 815, die 152, die 3777, die 223 und die 918 und als letztes die 814. So, dann schnappen wir uns die Schere und schneiden uns unseren ersten AB-Stein ab. Einer. Dann kommen die Steinchen rüber.
Hier waren ja auch welche dabei. Hier die Rot. Dann hatten wir hier diesen Fairy Dust. Und hier hinten den. Kann auch rüber. Und dann hatten wir hier noch ein paar. Hier ist die 136. Dann hatten wir doch noch einen, oder? Bin ich jetzt verkehrt? Da. Das ist der schöne Braunton. Oder Curry. So. Dann haben wir die jetzt auch alle. Dann schauen wir uns die auch gleich an. Aber zuerst würde ich sagen, schauen wir uns mal das Toolkit an. Das habe ich jetzt ganz vernachlässigt. Gehen wir mal rein. Irgendwas hängt da. Also, ihr habt ein Beutelchen mit Zip-Tütchen, wieder verschließbaren Tütchen. Dann haben wir einen rosa Stift mit Goldglitzer drin. Einmal den passenden Squishy dazu, sowie ein Einzelaufsetzer, ein 4er und ein 7er Aufsetzer, als Mehrfachsetzer. Dann haben wir ein schönes Schiffchen mit einem Stopper. Na? Also ich mag die Schiffchen von Diamond Art Club ganz gerne. Die finde ich ganz gut. Benutze ich sehr, sehr gerne, sagen wir so. Also, doch, das ist ganz gut so. Dann haben wir ein kleines Washi-Tape mit Blümlein. Schön. Ein Döschen voll mit Wachs. Und zwar, ich glaube, 3 Plättchen. Ne, 2, aber dicke Plättchen. Also, boah. Denkt dran bei dem Wachs, dass ihr die Schutzfolien abzieht, bevor ihr mit dem Stift einstechen könnt. Mit eurer Spitze oder dem Mehrfachaufsatz. Ich mache die Folie auch immer wieder drauf und packe sie auch meistens wieder in so ein Kästchen. Ja. Dann habt ihr quadratische Steinchen und dazu gibt es eine Pinzette mit einem Schutz für vorne die Spitze und einen süßen kleinen Magneten. Den könnt ihr nehmen, um die Folie zurückzuhalten, oder ich weiß nicht, manche nehmen es auch, um sich die Legende an das Bild zu pinnen. Je nachdem. Sehr schön. Ein schönes Toolkit zum Starten. Das habt ihr normalerweise bei Diamond Art Club immer dabei, aber da gab es eine Änderung. Ich glaube, der Magnet ist nicht mehr dabei, aber ich weiß es nicht so genau. Also bis jetzt war es bei mir immer so. Ja, dann schauen wir mal, wo unsere ganzen Sondersteinchen liegen. Am besten starten wir mit der 107, dem roten AB-Steinchen. Das ist auch die 1. Und mal schauen. Ich meine, das springt euch wahrscheinlich schon gleich ins Auge. Das ist hier immer so, wo das kräftige Rot hinterlegt ist. Immer nur so vereinzelt so ein bisschen hier. Also haben wir ganz
schön eingesetzt. Schauen wir mal kurz, dann seht ihr auch noch mal den Druck, weil den habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Also die Symbole sind klar lesbar. Die 1, ihr seht es, sind so kleine Umrandungen zum Hervorheben von den Wasserspritzern sozusagen. Sehr, sehr schön. Und hier unten haben wir sie auch noch mal. Sieht super aus. Und seht ihr, wie schön glatt die sich jetzt in der kurzen Zeit gelegt hat? Also das ist schon sagenhaft. Eine schöne Qualität von Diamond Art Club. Dann haben wir die 2, die 136, unser blauer AB-Stein. Und der ist einmal hier unten am Wasser mit eingesetzt. So vereinzelt. Schon ein bisschen flächiger sozusagen, aber trotzdem nicht übergreifend. Also hier unten einmal, also immer bei dem Wasser so ein bisschen mit dabei. Dort, da, ne, da hatte ich ihn jetzt nicht, aber hier war er doch. Da. Oh, ich finde den Otter so putzig. Hier auch noch mal. Ja, also das habt ihr alles so ein bisschen da mit eingesetzt. Dann, ups, wo ist es hin? Hier haben wir die Weiß, die 141. Das ist unser Punkt. Und da seht ihr schon, da werden hier diese Schnurrhaare, die Haare an den Augen nochmal hervorgehoben. Einmal hier an ihrer Wange, um das ein bisschen wahrscheinlich besser abzugrenzen von den Haaren. Hier am Haar haben wir es, genauso wie hier beim Otter. Bei dem Otter jeweils auch in den Augen, genauso wie bei ihr, ein Steinchen jeweils im Auge. Sehr schön. Und hier an der Muschel. Da, wo ich gesagt habe, dass das wie Perlen aussieht, da ist es auch nochmal eingesetzt. Genauso wie hier unten an dem Wasser, was nochmal so hoch geht zu ihr. Und so vereinzelt sind hier Punkte gesetzt, wo es dann auch ist. Also über die ganze Leinwand dann so einzeln verteilt. Hier oben seht ihr es auch. Moment, ich hole es mal gerade ein bisschen runter. Also hier so einzelne Punkte sind da gesetzt, wo dann der weiße AB-Stein hinkommt. Er hier. So, ich zeige euch gerade mal ein bisschen die Fläche nochmal vom Nahen. Also hier unten an der Welle, hier an ihren Haaren, ja, hier an der Muschel. Dann dieses Vereinzelte. Ja. Dann haben wir hier beim Otter in den Augen, an den Schnurrhaaren, an den Zähnchen und genauso bei ihr im Gesicht und oben nochmal. Ja? Also sehr schön eingesetzt. So, dann kommen wir auch schon zu unseren 3 Fairy Dust Farben. Und zwar das Schreibschrift A, die 959, der grüne. Bin ich mal gespannt, wo wir den haben. Hier ganz zart am Wasser, hier an dem Ohr oder am Haar, wo hoch geht zu dem Ohr. Also ganz zart am Wasser versetzt, um die Wellen sozusagen ein bisschen hervorzuheben nochmal. Hier auch. Schön
im Zusammenspiel, glaube ich, kommt das gut rüber. Also einmal hier sozusagen am Wasser, um das ein bisschen abzugrenzen einfach. Und wenn das so sachte ist mit dem Fairy Dust, die haben ja so einen sachten Schein, sieht das bestimmt nachher ganz toll aus. Ja. Immer so vereinzelt, hier an ihren Haaren, hier zwischen ihr und dem Otterchen. Dort oben auch noch mal. Und hier. Schön. Dann haben wir den braunen. Da sind es ja wirklich nur so ein paar Steinchen. Das ist unser, weiß nicht, ich würde jetzt sagen vom Tennis her. Oder früher dieses Computerspiel, wo es plong plong mit dem Ball ging. Das Symbol, das haben wir hier oben am Otter. Und sonst nichts. Ich meine, es sind ja nur ein paar Steinchen. Ja, hier am Seetang nochmal. Also das ist auch Seetang. Gehört gar nicht zum Otter, am Seetang. In den Augen vom Otter. Jetzt wollte ich dem schon Haare machen, dem Otter. Eieiei. Einmal hier in dem Seetang bei ihr. Schauen wir es uns mal an. Das ist der letzte. Es sind ja auch nur ein paar Steinchen. Also einmal da bei dem Seetang. So wie hier bei ihm in den Augen. Oder bei ihr. Und dann hier auch nochmal. So wie hier in dem Seetang. Dort auch. Schön. Und dann haben wir den letzten Fairy Dust. Das P. Der bisschen so moosgrüne Fairy Dust. Ich finde das sehr schön aus. Auch eine sehr schöne Farbe, finde ich. Und der ist ein bisschen breiter eingesetzt. Der ist einmal hier an ihrem Seetang, Brustier. Und dann hier oben. Genauso wie hier in dem Seetang mit drin. Zeige ich euch gerade noch mal vom Nahen. Also einmal hier am Seetang, genauso wie so ein bisschen hier im Seetang. Doch da, das hatte ich euch ja eben gezeigt. Jetzt habe ich es gerade gesucht. Dann hier der Seetang und hier der große Seetang. Der hat es ein bisschen mehr. Aber ich finde mit dem Fairy Dust, das sieht bestimmt nachher toll aus. Ja. Ich bräuchte nur mal mega viel Zeit. Um die Bilder auch dann alle mal zu painten. Leute, ich sag's euch. Manchmal denkt man sich im Bild, ja, das ist schnell gelegt, ja. Und dann sitzt man doch ein bisschen länger dran. Weil man die Zeit einfach nicht findet. Und es einfach, immer irgendwas dazwischen kommt. Ist das bei euch auch so? Manchmal ist das halt. Ja. Das ist sozusagen das Bild von Otter Spirit. Ach, was wir noch gar nicht gemacht haben, ist die Leinwand angeschaut. Seht ihr, das ist komplett untergegangen. Heute war alles durcheinander in dem Video. Ich weiß auch nicht. Aber gut, ist so. Den Druck hatte ich euch ja gezeigt. Dann haben wir einmal rechts unsere Legende.
Ja, da habt ihr auch die laufende Nummer, das Painting-Symbol, genauso wie den DMC-Code und diesen Code von ihren AB-Steinchen, der da mit drauf steht. Und diese Legende, die ihr rechts habt, die findet ihr genauso auf der linken Seite. Ja. Dann haben wir oben unser Slogan von Diamond Art Club. Do what make your sparkle. Von Diamond Art Club mit eben Diamanten dazu. Die Leinwand ist schön abgesteppt und perforiert hier. Sie ist von hinten schön. Ich finde, es lässt sich immer so ein bisschen anfassen wie so in Niki-Stoff, aber nicht ganz so flauschig. Ja, wie gesagt, den Druck habt ihr ja schon gesehen. Und unten haben wir nochmal einmal diese lebenslange Garantie. Dann die Social Media Kanäle. Ja. Genauso wie hier nochmal ein 10% Code. Also schreibt einfach Take 10 in diese Spalte, wo man Code eingeben kann oder Rabattcoupon oder so irgendwie heißt das. Und dann habt ihr nochmal 10% gespart bei dem Bild oder bei den Bildern. Und dann haben wir hier nochmal einmal unser Vorschaubild von der Leinwand, genauso wie die Nummer der Leinwand, Otter Spirit, die Größe, der Künstler und Diamond Art Club. Ja, alles nochmal auf der Leinwand drauf. Die Folie jetzt ist ein bisschen, ich finde, kräftiger wie sonst. Wir haben einen ganz, ganz kleinen Überstand von der Klebefläche. Wie gesagt, die Folie ist kräftiger, aber heißt ja nicht schlechter. Muss man mal testen. Es geht aber abzuziehen, ohne dass es kaputt geht. Sehr schön. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dadurch, dass sie so vorperforiert ist, dass sich das nicht so gut lösen lässt, aber funktioniert. Schön. Ja, genau. Aber das war's jetzt. Jetzt haben wir uns die Folie angeguckt und alles. Ja, wie gesagt, den da hatten wir ja noch gekauft. Hatte ich noch geholt. Aber gut. Ob der was ist, ich weiß es nicht. Muss man mal testen. Je nachdem. So, dann hole ich jetzt noch mal unsere Sondersteinchen alle. Einer fehlt noch. 2 fehlen noch. Und dann freue ich mich, dass ihr mir zugeschaut habt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Bilder ihr gerade am Painten seid. Und ja, Anregungen, Kritik, alles gerne immer in die Kommentare. No? Ja, in diesem Sinne würde ich dann sagen, bleibt gesund und wir hören und sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.